Manchmal passiert es einfach in FIFA, dass einem eine Karte richtig gut gefällt und man weiß eigentlich gar nicht warum und man hat auch eigentlich gar nicht damit gerechnet. In diesem Video will ich euch die Shapeshifter-Karte von Maddison zeigen. Ich habe ihn zufällig einfach in irgendeinem Pack gezogen, mittlerweile zieht man ja gefühlt jede Special Card, habe ihn dann mal in ein Team gepackt und mir hat er von der ersten Ballberührung an extrem gut gefallen. Ich will jetzt hier gar nicht lange um die Werte reden. Maddison spielt in der Premier League und kommt aus England, was für die Linkbarkeit schon mal nice ist. Er hat 5 Sterne Skills, was mittlerweile Standard ist. Dazu immer noch ganz gute 4 Sterne Weakfoot, die auf jeden Fall besser sein könnten. Die Arbeitsraten hoch-Mitte sind auch top und vielleicht entscheidend ist sogar sein Bodytype mit Lean. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zurück. Zu den Stats kann man nicht viel sagen, die sind alle extrem gut. Mittlerweile gibt es natürlich Footies-Karten, die bessere Werte haben, aber insgesamt sieht das sehr stark aus. Jetzt aber zum Wichtigen, nämlich wie hat sich Maddison in-game angefühlt. Und wie gesagt, hat mich diese Karte von der ersten Ballberührung an extrem überzeugt und es hat einfach mal wieder richtig Bock gemacht zu zocken. Gerade eben, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Die Karte sieht nice aus, aber irgendwie denkt man sich nicht viel dabei. Überragend war Maddison beim Thema Dribbling, gerade was die Ballverarbeitung angeht. Es hat einfach bei ihm immer genau gestimmt und die erste Annahme hat sich schon irgendwie besonders angefühlt. Maddison macht irgendwie diese Extra-Bewegungen und diese kleinen Extra-Skills, die dann meistens entscheidend sind. Man kann das gar nicht richtig beschreiben, aber wenn ich mal nicht wirklich gut gedribbelt habe, hat Maddison das irgendwie selbst ausgeglichen. Man hat einfach mit ihm kaum den Ball verloren und er ist immer an den Gegnern vorbeigekommen. Die Karte backt sich auch echt gerne mal gut durch, wenn ich einen Skill verkackt habe. Das habe ich bei anderen Spielern echt selten so oft gesehen. Wie gesagt, das Dribbling war extrem stark, man hat kaum mit ihm den Ball verloren und es hat sich irgendwie besonders angefühlt. Er führt die Skills extrem schnell und smooth aus, eventuell spielt auch hier der Bodytype Lean eine große Rolle. Maddison hat sich auch extrem schnell angefühlt, vielleicht gerade eben wegen dem krassen Dribbling. Er hat ja auch 98 Antritt, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Dazu kommt noch die Präsenz im Spiel. Die Laufwege haben perfekt bei ihm gestimmt, er lief immer richtig gut ein, ich habe ihn als Zehner und auch auf Außen gespielt. Maddison stand eigentlich immer genau richtig und anspielbereit. Das ist auch nicht immer bei allen Karten der Fall. Maddison hat jetzt nicht die allerbesten Schusswerte und auch kein Finesse-Trade, allerdings kamen auch die Longshot R1-Schüsse echt richtig gut mit ihm und auch generell hat er eigentlich alle Dinger reingemacht. Hier konnte man sich überhaupt nicht beschweren. Die Pässe waren auch echt sau nice für den Zehner, da ist mir auch nichts Schlechtes aufgefallen. Aber am besten war wirklich einfach dieses Dribbling. Das sieht vielleicht auch jeder anders, mich hat es aber komplett überzeugt. Eine wirkliche Schwäche ist mir hier nicht aufgefallen. Ich habe erst relativ spät gesehen, dass die Karte auch 70 Defense hat. Das habe ich dann rückblickend in-game eigentlich gar nicht bemerkt. Habe ihn ja auch aber auf der 10 gespielt. Welche Karte findest du aktuell richtig nice? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Kommen wir jetzt wie immer zu den neuen Ingame-Werten. Ich gehe hier beim Tempo auf jeden Fall hoch, das hat mich komplett überzeugt. Und beim Dribbling bekommt er hier klar die 99. Beim Schuss gehe ich hier auch hoch, weil der echt ziemlich nice war. Und Passen und Physis bleibt gleich. Bei der Defense geht es ein bisschen runter. Das habe ich halt überhaupt nicht gemerkt. Insgesamt bekommt die Karte von mir knapp keine 10 von 10. Allerdings immerhin eine 9 von 10. Der Preis ist zwar mit 40.000 echt ziemlich gut, aber man muss sagen, dass es sogar noch günstigere Karten gibt. Dann kann ich hier auch keine 10 geben, weil er keine 5 Sterne Weakfoot hat, was mittlerweile Standard ist. Und er hat keine Krone auf der Karte. Und generell hat er durch den Verein nicht die allerbeste Linkbarkeit. Frankreich wäre zum Beispiel auch eine bessere Nation. Deshalb gibt es hier wirklich nur kleine Abzüge und er hat eine 9 von 10. Hast du Maddison vielleicht sogar schon mal gespielt dieses Jahr? Wenn ja, dann schreib uns deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.